Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit dem nächsten Versuch, geile Festivals noch mit reinzunehmen. Nämlich Tomorrowland, Belgien, Tomorrowland. Das einzig wahre, richtige Tomorrowland, sag ich mal so. 2025, das Aftermovie. Krass, dass es jetzt schon draußen ist. Ich dachte immer, dass es ein bisschen später sogar noch kommt. Ja, wenn ihr das hier seht, versuche ich, sag ich mal so lieber, versuche ich auch auf Sets von Tomorrowland zu reacten. Ob es jetzt 25 ist oder frühere Sachen oder Aftermovie oder irgendwelche anderen Shows. Ja, ihr wisst, EDM ist sowieso mein Lieblings- oder ich liebe EDM, sagen wir so. Und da alles irgendwie mit Tomorrowland bei mir angefangen hat mit der EDM-Liebe, ist das, glaube ich, sehr geil. Deswegen gehen wir einfach mal rein. Aftermovie von diesem Jahr. Let's go. Muss halt ehrlich sagen, ne, ich freue mich da schon richtig drauf. Das ist so, ich finde, du merkst halt beim Tomorrowland äh, oder verstehst, warum das zu den größten Festivals überhaupt gehört. Einfach schon, wenn du das Aftermovie siehst, was die da für eine Liebe reinpacken und was die da für einen Kinofilm rausmachen, ist verrückt. Tomorrowland is more than a stage, is more than fireworks, is more than the artists performing. It's about the vibe and the energy that we carry with our arms wherever we go. Starke Worte. Sehr, sehr starke Worte. Ich muss ehrlich sagen, also, ne, es wird jetzt schon ein längeres Video einfach durch das, was hier passiert ist, ne, dass die Bühne abgebrannt ist, was ja wirklich verrückt aussah. Finde ich sehr, sehr geil, wenn es jetzt wirklich so stimmt, ne? Manche sagen, ja, es sind Fake News, manche nicht, bla bla bla. Dass Metallica sagt: „Ey, wir stellen euch hier 'n bisschen was von unserer Bühne, dass ihr dieses Festival abhalten könnt oder die Mainstage abhalten könnt“, sagen wir's lieber so. Weil meiner Meinung nach hätten sie das Festival so oder so spielen können. Natürlich, ohne Mainstage ist es 'n Riesenverlust, aber, ähm, ja, solche Sachen können leider passieren. Ist crazy zu sehen, dass es auch bei so Riesendingern passieren können. Klar, wir kennen's ja, manche Festivals haben irgendwo kleinere Brände, ne? Defcon müssen wir nicht drüber reden, wie auch da gefühlt, die Mainstage irgendwo so 'n kleines Feuerchen, wo 'n kleines Feuerchen brennt, sage ich mal so. Aber das kurz vor dem Festival das ganze Ding abbrennt, wirklich verrückt. Hat ja wirklich noch mal für Schlagzeilen gesorgt. Aber ich muss wirklich sagen, was sie daraus gemacht haben, ist schon crazy. Alleine, dass das so Cube-artig ist, dass du oben auch noch mal und an den Seiten auch noch mal siehst, ist sehr geil gemacht. So rein theoretisch hätten sie auch nur vorne den Bildschirm haben können. Muss aber ehrlich sagen, es hatte aber auch irgendwie was, ne? So auf dem einen das Zeichen so: „Ey, es kann scheiße laufen, es kann wirklich den Bach runtergehen“, aber es ist auch dieses Zeichen, finde ich, so von wegen: „Ey, wir gehen weiter, wir sind für euch da“, ne? Wenn irgendwas kaputt geht, wenn irgendwas down geht, aufstehen, weitermachen, versuchen, das Beste draus zu machen. Und das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht mit dieser, ja, mit dieser Bühne, sage ich jetzt mal. Ähm, und am Ende des Tages werden wir ja nachher auch sehen, wie es aussieht. Diese Ansicht, dass hier hinten, ne, dieses verbrannte Gestell steht mit dem Bagger und so, hatte doch irgendwie auch schon sah auch schon irgendwie krass aus, meines Erachtens. Aber wie gesagt, so, wenn man mehr darüber nachdenkt und so es auch irgendwie so 'n bisschen als, Zeichen sieht, sage ich mal, dass man nicht aufgeben sollte, wenn irgendwie, was kaputt geht oder so. Ich finde, das ist dann halt noch mal viel, viel geiler. Natürlich 'ne extrem geile Bühne, sind wir uns alle einig, wäre natürlich um Weiten besser gewesen, aber gut. Geil. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dieses Aftermovie, weil die darum ja auch
eine geile Geschichte erzählen können, sage ich mal, nochmal extra, ne? Ist natürlich schade für das, was sie sich ausgedacht haben, ob es die Bühne ist, aber auch diese Geschichte drumherum. Tomorrowland erzählt ja immer eine Story. Ich glaube, da haben sich auch viele nochmal, ja, da ist vielen nochmal das Herz zerbrochen, ne? Leider. Miracle crew that managed to pull this off. I want to take a moment to make the biggest shout out to Tomorrowland, to every single person who made this stage happen. Ja. I'm feeling high on life thanks to you guys, and make some noise for Team Tomorrowland! Verrückt, ey. Das meine ich nämlich. Also ich muss ehrlich sagen, ne, es ist dieses Rustikale da im Hintergrund. Irgendwas hatte das. Gerade im Dunkeln, wenn das Feuerwerk hochgeknallt ist, irgendwie hatte das was, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Aber hier auch bin ich ganz Martin Garrix Meinung. Man muss ein fettes Shoutout geben an alle, die da nochmal richtig mit angepackt haben und gesagt haben, ey, wir holen uns irgendwo eine andere Bühne, dass Metallica sagt, ey, komm, nimmt unsere. Sehr, sehr geil, finde ich sehr, sehr geiles Zeichen. 2 unterschiedliche Musikrichtungen, zeigt aber, Musik ist Musik. Alle lieben Musik und ja, feiern vielleicht sogar das andere. Und ja, dass es dann so Hand in Hand geht und auch, dass sie so durchgezogen haben, ist sehr, sehr geil. Also riesen Respekt da auch. Was ich jetzt gerade nochmal einwerfen will, was mir jetzt gerade wieder einfällt, ich hatte gesehen, und da merkt man halt, wie komisch manchmal auch das Internet sein kann, wo bekannt gegeben wurde, dass Metallica die Bühne stellt, schrieben auch viele, dass Metallica dadurch dann aber auch einen Auftritt verdient hätten. Irgendwo verständlich, meiner Meinung nach, aber totaler Quatsch. Was soll eine totale Rockband bei einem EDM-Festival? So, ich denke, Tomorrowland ist in dieser Position, oder ne, Festivals sollten ihren Ursprung behalten und das die ganze Zeit durchziehen. Es gibt genug Festivals, wo du merkst, dass es in diese Richtung geht, dass viel anderer Shit da reinkommt, der da vielleicht gar nichts zu suchen hat, der gar nichts mehr mit diesem Festival, was man eigentlich kennt, zu tun hat, sondern es ist ja wirklich, dass dieses Festival sich auf einmal so krass entwickelt, weil es halt Mainstream wird, weil die halt viele Zuschauer haben wollen, ne, viele Besucher haben wollen und. Kann ich wohl verstehen, aber finde ich größter Quatsch. Und zu sagen, nur, natürlich, wie gesagt, riesen Dank da an Metallica, dass die da die Bühne stellen, aber im Endeffekt, nur weil die sagen, ey, nimmt unsere Bühne, heißt das ja, macht es überhaupt gar keinen Sinn eigentlich, dass sie dann auch irgendwie dann Auftritt kriegen. Weil EDM und Rock sind dann doch irgendwo verschiedene Welten, gerade auch, wenn man die Hörer da hat. Bin ich ganz ehrlich, wäre ich beim Tomorrowland und ich höre ja zum Beispiel alles, für mich wäre es ja wahrscheinlich irgendwo okay, aber da sind ja wirklich sehr viele Leute, die dieses EDM um Weiten mehr lieben, die vielleicht nichts anderes hören. Und dann soll da eine Rockband auftreten, die halt vom Sound her ganz, ganz anders ist. Da merkt man halt, dass manchmal ist wirklich Quatsch, was manche sich denken. Da muss ich halt wirklich ganz ehrlich sagen. Aber gut, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Viel geredet, schon ordentlich Minuten wieder rausgeholt. Sorry dafür, aber ne, ihr merkt, es ist doch irgendwo eine Herzensangelegenheit für mich so. To be able to do this magic tonight is because Tomorrowland teams reject the idea of the impossible. Mega geil. Mit dieser Musik dahinter. Aber ich muss halt wirklich sagen, ne, diese Musik, diese farbenfrohen Lichter. Boah. Farbenfrohen Lichter, sag ich schon mal, diese ganzen Farben, diese hellen Farben, ne, das
Ach, das ist einfach wunderschön. Tomorrowland ist einfach so ein geiles Festival, ne? Live today, love tomorrow, unite forever. Rede mal. Boah, Hammer-Song. Muss ehrlich sagen, die Bühnen, die haben, das ist crazy, aber die fand ich richtig cool. Die habe ich zum ersten Mal gesehen, die sieht richtig cool aus. Aber ich weiß halt nicht, was da gespielt wird, ne? Aber die sieht richtig cool aus. Ne, dieses Gesicht, oder ja doch, dieser Kopf, der zweigeteilt ist und in der Mitte die Bilder, die man vielleicht im Kopf hat, kann man so geil sehen, ne? I am so impressed that they've managed to change a catastrophe into this amazing party. It's unbelievable. Hammer. Boah. Was ich aber auch geil finde, ne, du siehst jetzt, und da muss ich halt wirklich sagen, ne, ich habe die ganzen letzten Aftermovies nicht geguckt. Ja, viele der letzten Aftermovies, ich glaube 2018 war mit das letzte, was ich geguckt habe, weil mir die Musik halt nicht wirklich gefallen hat, ne? Man hat halt gemerkt, diese Magie von 2011, auch 2011 bis 2016, 16 nehme ich noch mit rein, diese Musik, die EDM-Musik da hatte, die Magie, dieses Tomorrowland-Feeling. Boah. Aber die war irgendwie bei 2018 bei mir persönlich raus. Kann auch sein, ne, dass einfach von mir aus war, ne? Ich denke, jeder von euch kennt das. Man hat auf einmal dann irgendwie Jahre oder ein Jahr, wo man, ne, oder eine Zeit lang einfach Musik, die du nicht hörst und andere Musik einfach bevorzugst. Und das hatte ich dann bei den letzten Aftermovies so. Deswegen habe ich die nicht gehört. Deswegen kann ich nicht geguckt. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie krass sich das geändert hat. Aber jetzt zu sehen, in dem Wissen, okay, ich habe 12 bis 15 waren die 3 Aftermovies, die ich geknallt habe wie nichts anderes. So, sind für mich auch die krassesten Aftermovies, die es immer geben wird. Einfach wegen dieser Musik und dieses, was man gesehen hat, die Erinnerungen, die dadurch entstanden sind. Einfach nur durch Sehen. Und dann später mit Freunden geguckt, darüber geredet und. Aber jetzt schon zu sehen, dass du viel mehr Stages siehst, ist crazy. Crazy, Hammer. Das ist eine wilde Halle, ey. Cooler Song, cooler Song. Swedish House Mafia. Jedes Mal, wenn ich den Namen lese, ne, da bricht's mir wieder das Herz, ne. Ich meine, schön, dass sie wieder da sind, aber dieser Herzbruch damals, wo sie sich getrennt haben, boah.
Und ich finde, was du bei den Aftermovies, du siehst halt, dass da viel los ist, ne? Bei den anderen Festivals natürlich auch. Das will ich gar nicht irgendwie schmälern oder so. Aber so, man hat ja gerade zum Beispiel diese kleine Bühne gesehen und es ist so wahnsinnig, wie viel da schon los ist. Und dann hast du noch die Mainstage, wo immer was, wo ordentlich viel los ist. Die anderen Stages, dann die Leute, die da rumlaufen. Das ist, ich finde das so verrückt eigentlich. Und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, dieses, okay, jeder will mal zum Tomorrowland, das ist ja so, ne? Genauso wie die Hardstyle-Festivals zum Defcon wollen, genauso wie wahrscheinlich die dieses Festival richtig lieben, so irgendwann zum Coachella wollen. Ist jetzt zum Beispiel nicht meins, ne, Coachella, aber das sind ja alles die größten Festivals. So. Oder die Creme de la Creme, sagen wir es so. Aber ich finde, da darfst du nie vergessen, wie fucking voll das eigentlich ist. Dass das nicht so ist, wie du in den Videos immer siehst, sondern dass das wirklich fucking voll ist und dass du wirklich da, ja, was heißt, aufpassen musst, ne? Aber nicht vergessen darfst, dass da auch Hunderte von tausend Menschen da auch noch rumlaufen. Und das finde ich immer so krass, was viele auch, glaube ich, irgendwo ein bisschen vergessen. Gerade auch, wenn sie dann noch drüber legen, ey, auf dem Zeltplatz pennen und so. Und da gibt's ja die wildesten Geschichten, die aber auch alle irgendwo verständlich sind. Ne? Dieses, ey, 4 Uhr pennen gehen und um 5 Uhr wirst du schon geweckt, weil irgendeiner so eine gümmelige Musik da anmacht. Aber da sage ich immer wieder, da bist du selber mit bei. Du willst dieses Festivalerlebnis kennenlernen, dann beschwer dich da auch nicht. Hammer. Oh mein Gott, mein Gott. Wahnsinn. Was sind das für Übergänge? Hilfe! Was stand da? Sorry, Mom, I'm in Tomorrowland? Sorry, Mom, I'm in Tomorrowland. Was für sorry? Also ich sag ganz ehrlich, ne, wird da Sorry, Dad, I'm in Tomorrowland stehen und ich wäre der Vater? Oder ich würde denen sagen, warum hast du mich nicht mitgenommen? Wildes Ding, ey. Aber hier merkt man schon wieder, ne? Du hast so viel krass unterschiedliche Musik, aber es passt immer so geil von diesen Bewegungen von den Menschen und natürlich auch von dem Schnitt.
Da muss man natürlich auch ein dickes Shoutout geben an die Leute, die das Aftermovie machen. Es ist crazy. Du hast so viele unterschiedliche EDM-Musikrichtungen ja auf Tomorrowland. Und die können das jedes Mal irgendwo wieder auch mit anderen Sets einfach geil zusammenfügen, ne? Und alles dank diesen wundervollen Menschen da. Sieht schon Hammer aus, ne? Boah. Hammer, was das. Geil. Das ist geil zu sehen, ne? Nicht nur die Menschen, denen es richtig gut geht, sag ich mal, und so, sondern, ne, Rollstuhlfahrer, ihr seid alle scheißegal, was ihr habt. Sag ich mal so, ne? Kommt zum Festival, ihr seid Teil von uns. Das ist immer geil zu sehen. Boah. Aber ich muss halt wirklich sagen, die Musik, es ist crazy, was diese Musik für Vibes kreieren kann, wenn du die ganzen schönen Menschen, die hier dabei siehst, ne, die geil am Feiern sind, Spaß haben, durchdrehen. So fucking riesig, ey. I wear my sunglasses at night so I can watch you weave and breathe your storylines. I wear my sunglasses at night so I can keep track of visions in my eyes. Was eine wilde Musik, ey. Das wäre jetzt auch das Schlimmste gewesen, wenn die Techno nicht dabei gehabt hätten. Also ich bin ja ein Fan davon, ne? Wenn du so diese ganzen unterschiedlichen Musikarten zeigst und dazu dann die zugehörigen Bühnen. Aber was Tomorrowland ja hier richtig geil macht, ist ja nochmal, du hast dadurch, dass du diese Beleuchtung hast, natürlich, die sowieso schon gegeben sind durch die Sets, die du hast, aber in den Techno dieses Dunkle mit den ab und zu oder bisschen Lichtern, sage ich jetzt mal. Es ist ja nicht viel Lichtshows da, sondern es ist ja mehr dieses Dunkle, dieses Underground-mäßige, sag ich jetzt mal. Finde ich mega geil. Also es ist ja gegeben durch die Sets, aber es ist mega geil, dass es halt so geil nochmal eingefangen wird. Hammer.
Hammer. Muss auch sagen, ne, wenn ich an früher denke, früher habe ich immer gesagt, ey, einmal musst du zum Tomorrowland. Wenn ich das jetzt sehe, ne, dadurch, dass ich ja jetzt so älter geworden bin und so, muss ich ehrlich sagen, ey, ich glaube, ich müsste 5 Jahre hintereinander zum Tomorrowland, damit ich einfach mal alles gesehen habe und alles irgendwie auch so richtig, ja, alles erlebt habe, ne? So alleine, ich glaube, du kriegst das gar nicht hin, an einem Wochenende erstmal alles zu sehen, was es da überhaupt gibt. Dann hast du ja noch deine DJs, die du abklappern willst, ne, die du unbedingt sehen willst. Hilfe. Hammer. Ich würde da 5 Jahre für brauchen, 100%ig. Und dann gibt's ja immer noch wieder was Neues. I feel this is a very, very special edition of Tomorrowland, and I'd like to take Hundertprozentig. a moment to thank for all those workers who make this festival possible from the bottom of my heart. Thank you. This year we've shown what Tomorrowland is all about. The music, the magic, and this amazing community. Endlich, endlich sagt's mal einer. Oh, This crowd is something else tonight. Thank you for being our friends tonight, Tomorrowland. Did I tell you that we love you? das ist nämlich die Sache, die ich finde, was Tomorrowland halt auch wieder sehr oft wiedergibt oder was auch diese ganzen großen Festivals halt viel in diesen Aftermovies und so zeigen, finde ich, dass die viel ihre Besucher zeigen. Und halt wirklich dieses Sagen so von wegen, ey, ihr seid das, weswegen dieses Festival überhaupt leben kann und so. Und das ist ja auch so. Es ist ja nichts irgendwie aus der Luft hergezogen, ne? Natürlich, das Geld, was vorher investiert werden muss und so, liegt natürlich auch bei den Investoren, natürlich auch bei den Besuchern, weil die ja ordentlich Geld latzen müssen, gerade beim Tomorrowland. Oder bei den Erbauern und. Natürlich, die haben alle ihre Finger damit im Spiel, aber ich finde, diese Besucher sind die nachher das Ganze ja vollkommen machen. Nicht nur das Geld, das sie investieren, dass das Essen überhaupt gestellt werden kann, dass die Zeltplätze, dass die Bühnen erbaut werden können, die Mitarbeiter alle da bezahlt werden können und. Das ist ja schon ein Riesending, sag ich mal so. Sondern auch, dass die nachher ihre Zeit des Lebens haben, die Party da machen und diese Magie dahinter fabrizieren, ne? Ob es jetzt hier beim Tomorrowland ist oder ob es bei vielen anderen Festivals ist. Finde ich immer sehr geil, dann sowas zu hören. Weil es ist ja auch so. Und ich finde, diese Edition oder dieses Jahr Tomorrowland 2025 zeigt es irgendwie so am geilsten, ne? So, weil viele hätten sagen können, ja, okay, gut, ne, die Mainstage ist nicht da. Klar, es ist ein Haufen Geld, was du dafür latzt, also wirklich bezahlen musst, dass du dahin darfst, ne? Dass du dahin darfst, deine Karte hast, vielleicht zelten kannst und was du dir da alles schon im Vorhinein kaufen musstest oder kannst. Natürlich hätte man sagen können, ey, ich gehe da jetzt nicht hin wegen einer Stage. Natürlich dann auch irgendwie dumm gesagt wahrscheinlich, aber ich würde es auch irgendwo verstehen, weil diese Mainstage ist ja das große Ding, wo du dich am meisten irgendwie drauf freust. Aber ich finde es halt sehr, sehr geil, dass die Menschen trotzdem dahin gekommen sind, trotzdem gesagt haben, ey, scheiß drauf. Wir machen mit den anderen Stages die Party unseres Lebens. Und dann haben sie doch noch eine Stage gekriegt, ne? Das ist eigentlich so eine coole Geschichte. Aber was ich nämlich sagen will, ist einfach es ist unfassbar schön zu sehen, wie diese Menschen da so eine richtig geile Zeit verbringen, aber auch diese Zeit für die anderen halt sehr, sehr geil machen. Ja. Small shout out to everybody in the front out here. I haven't ever seen you guys this close. I fucking love it. Das ist so hammermäßig, ey. Wie diese unterschiedliche Musik, ne, aber jeden Vibe einfangen kann, ne? Und da finde ich halt so, das ist nämlich warum ich sage, ich kann so viel Musik hören und ich auch so viele Musikrichtungen liebe, einfach aus dem Grund,
du kannst in jede Musik irgendwas rein interpretieren. Für dich selbst natürlich, aber auch, ne, so. Aber jede Musik hat irgendwas Schönes an sich. Jede Musikrichtung hat irgendwas Schönes an sich und ich kann jedem verstehen, warum er die Musik dann hört. Früher war ich so, ne, wo ich 15, 16, 17 war ich so, ja, hey, wie kannst du das hören? Das ist so bla bla bla, aber muss ich ehrlich sagen, je älter ich werde, und das ist so irgendwie ein bisschen krass gesagt, aber es ist ja halt wirklich so, je älter man wird, desto mehr verstehe ich so, wahrscheinlich auch, weil ich so viel Musik höre, desto mehr verstehe ich einfach so, okay, gut, ich kann verstehen, warum du die Musik feierst, warum du die Musik feierst. Und da muss ich halt wirklich sagen, ist dieses Aftermovie halt sehr, sehr geil. Du hast so viele unterschiedliche Musikrichtungen, aber man sieht, du kannst die ganzen Emotionen auf jeweils auf diese Musik trotzdem wiedergeben. Ob es dieses Weinen vor Freude ist, ob es diese Weinen vielleicht vor Emotionen ist, ob es dieses Lachen, dieses Schreien, dieses Feiern ist. Das kannst du auf jede Musik wiedergeben. So, das ist crazy. Das ist einfach crazy. Das zeigt einfach wieder, dass Musik einfach die schönste Sache der Welt ist. Hammer, den Kleinen da zu sehen, ne? Die ganzen kleinen, nächsten DJs. Hammer. Wow. Wow, wow. Bro, was sind das für Bilder? Heftig. Ich finde, das ist so verrückt, was Tomorrowland für Locations hat, ne? So, natürlich andere Festivals haben auch schöne Locations und so, aber diese unterschiedlichen Arten von Locations und diese Größe. Wow, ey. Wunderschön. Wow, was für ein wunderschönes Feeling nochmal, ne? Puh. Dear people of tomorrow, together. Stimmt, das vermisse ich auch ein bisschen, ne? Dieses Storytelling. Natürlich, wie gesagt, dadurch, dass du hier die Mainstage nicht hast, ist, glaube ich, sehr viel dieses Storytelling rausgefallen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Bühnen ist, das muss ich halt ehrlich sagen. Aber trotzdem hätte man irgendwie eine schöne Story da, glaube ich, trotzdem so mit erzählen können. Gerade mit dieser Stimme. Weil diese Stimme, finde ich, die ist extrem wichtig da. We counted down to this moment. For many, a once-in-a-lifetime journey. From every corner of the globe, you came together with one shared destination. Wahnsinn. Global friendship. Together, we created a story like no other. One that will be forever etched in the
memories of our hearts. It's not the design that makes the main stage magical. It's you, each and every one of you, who brought your energy and spirit. Ich finde es halt krass, wie sich diese Stimme auch, ne, über die Jahre so ein bisschen älter anhört, ne? So wie sie einfach mit diesem Tomorrowland halt so alt wird. Hammer. Aber auch wieder wunderschöne Worte. Ey, ne, das, was ich ja vorhin gesagt habe. Die Besucher sind halt so fucking wichtig. Spirit. I've shared many unforgettable moments with you. But this one, I will carry with me always. Live today. Love tomorrow. Unite. Forever. Wow. Für das nächste Tomorrowland oder ist es von diesem Jahr? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber dadurch, dass es so sich geschlossen hat, sieht es für mich so aus, als wäre es das Ende. Also für dieses Jahr gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht wirklich dieses Jahr wirklich drin gewesen, aber durch das, was passiert ist und aber auch dadurch, dass ich so wieder in die EDM-Szene reinkomme, dadurch, dass ich sehr viel Hardstyle natürlich höre, aber dadurch auch immer wieder merke, ey, EDM ist einfach so eine geile Musikart, Musikrichtung. Ja. Ja. Dass ich auch wieder ganz alte Schinken höre, ne? Aber Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Unfassbar geiles Aftermovie. Wie gesagt, es ist wieder ein Kinofilm gewesen. Du hast wieder so mitgefiebert. Du hast die Emotionen der Menschen gemerkt, die Emotionen, die die DJs hatten. Was ich auch sehr, sehr geil finde. Da sieht man dann immer wieder nochmal so dass die DJs auch nur Menschen sind, ne? Wenn die dann halt die Tränen da haben, weil sie stolz sind, dass sie da oben stehen dürfen. Wie die Party machen, wie die Leute da Party machen. Die ganzen Stages, die unterschiedliche Musik. Natürlich die unfassbare Dankbarkeit von jedem da, ne? Dass die Mainstage halt gehen konnte, dass Tomorrowland stattfinden konnte. Ob es überhaupt, ne, in den Sternen stand, dass es nicht passiert, es sei mal dahingestellt, aber unfassbar. Deswegen ein sehr, sehr geiles Hammer-Aftermovie. Wahrscheinlich zu einem der krassesten Tomorrowlands, einfach durch die Scheiße, die passiert ist, ne? Aber ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Sehr, sehr schöne Bilder. Zeigt halt wieder, was Tomorrowland einfach ist, ne? Diese Freude der Menschen, dieses geile Zusammenhalt der Menschen, was Festival halt auch irgendwie ausmacht. Egal welche Musik du hörst, ihr könnt da zusammen irgendwie rumlaufen, Party machen und. Wahnsinnig. Wahnsinn. Wirklich sehr, sehr geiles Aftermovie wieder. Ja, und dann war's das. Krass, dass ich da fast 14 Minuten rausgeholt habe, aber ich bin auch ganz ehrlich, ne, ihr habt's gemerkt. Am Anfang habe ich's gesagt, ist das für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich halt EDM sehr liebe. Aber es ist halt auch, glaube ich, die Liebe zu Tomorrowland und diese Gedanken, die man dann natürlich auch hat, wenn man diese Bilder gesehen hat, die kurz davor passiert sind. Aber jetzt dann auch wieder diese Bilder sieht, die dann passieren, während des Festivals, ne? Deswegen Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis hierhin. Also, was heißt bis hierhin? Das ist das Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, genauso wie ich. Habt genauso das Ding genossen wie ich. Und ja, wenn ihr das bis hierhin geschaut habt, lasst es mich doch gern sehen mit einem Hashtag Unite. Ja, Hashtag Unite. Ich glaube, das ist ganz gut. Hashtag Unite. Das wäre geil zu wissen, um das einfach zu sehen. Dann vielen Dank dafür, dass ihr euch das hier gegeben habt. Und wie am Anfang auch schon gesagt, ja,
wenn dieses Video wirklich hochkommen sollte, was ja der Fall sein sollte, wenn man das hier gesehen hat jetzt, werde ich versuchen, mehr auch auf EDM-Musik oder Tomorrowland zu reacten. Klar, da ist es genauso wie beim DEFCON, nehme ich den mal direkt vorweg, ne, mit Bildmaterial und Musikmaterial, Urheberrecht, müssen wir nicht drüber reden. Natürlich gibt es da auch andere Arten wie Patreon. Patreon, heißt das so? Ich glaube wohl, wo ich das jetzt alles hochladen könnte, ne, wo man das vielleicht machen könnte. Vielleicht mache ich das irgendwie in irgendeiner Art, keine Ahnung, aber zurzeit bin ich von dieser Idee sehr weit weg, einfach aus diesem Grund. Es hat ja schon einen Sinn dahinter, dass man diese Sachen nicht hochladen kann auf YouTube. Warum es dieses Urheberrechtsding überhaupt gibt, ne, diese ganzen Urheberrechte, warum es die überhaupt gibt. Und ja, ist natürlich auch irgendwo scheiße, wenn man dann Zeit darin investiert, so wie ich, sag ich mal. Aber das ist halt dieser Nachteil, wenn man ja einen YouTube-Kanal führt oder einen Social-Media-Kanal führt, der nur daraus besteht, dass du Reaction machst oder deine Meinung oder deine Emotionen und zu anderen Werken halt aufnimmst. Ja. So, das ist halt leider so. Deswegen, natürlich für mich fuckt es mich an dem Tag dann immer ab, wo ich es dann mache und dann kann es auch sein, dass die Reaction dann halt auch niemals kommt, auch je geiler sie ist. Aber das ist dann halt so. Dafür habe ich dann am nächsten Tag umso mehr einen Drang, geileres Video zu machen oder ein cooles Video zu machen. Ja. Deswegen, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Und bis dahin wünsche ich euch dann einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann hoffentlich bis zur nächsten Reaction. Ciao, ciao.